Wir sind jetzt in der St. Lamberti-Kirche, genauer in der klassizistischen Rotunde dieser Kirche. Das ist immer sehr besonders, wenn man nach Oldenburg kommt. Denkt man, man würde eine klassische Kirche sehen und dann kommt man rein und findet einen Rundbau. Wir sehen hier den Planeten Mars, genau genommen ein Mars-Globus, ein Modell vom Planeten. Durchmesser etwa 7 Meter oder genau 7 Meter. Der tatsächliche Durchmesser des Planeten Mars ist 6.800 Kilometer. Das bedeutet, dass 1 Zentimeter hier auf dem Mars-Globus 10 Kilometer auf der echten Marsoberfläche entsprechen würden. Die Oberfläche ist mit Originalbildern von einer NASA-Raumsonde belegt. Das heißt, wir sehen tatsächlich ein originalgetreues Abbild der Marsoberfläche. Ich vertrete den Strategiekreis Wissenschaft in der Stadt. Das ist eben ein Zusammenschluss von vielen Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland. Es ist schon bemerkenswert, dass wir in dieser Konstellation wirklich von Süd nach Nord, von Ost nach West dieses tolle Kunstwerk präsentieren können. Und so viele Menschen da bislang auch schon begeistert bei Veranstaltungen dabei gewesen sind im Rahmen dieses Strategiekreises. Der Künstler Luke Jerams behandelt im Rahmen seiner Kunst sowohl die ganz kleinen Objekte wie Bakterien und Viren und auf der anderen Seite astronomische Objekte, den Mond und den Mars. Und wie kommt es, dass es heute hier in Oldenburg und vor allen Dingen auch in einer Kirche hängt? Nun, es geht im gewissen Sinne auch um die Schöpfung, denn wenn wir uns heute mit Mars oder auch mit dem Mond beschäftigen, so betrachten wir die Erde von außen. Und wenn wir die Erde von außen betrachten, so wird erst richtig deutlich, wie bedeutsam die Schöpfung ist und wie klein doch auch der Bereich, der habitable Bereich ist, in dem Leben möglich ist oder theologisch ausgedrückt, wie eng die Pforte ist, die zum Leben führt. Für mich persönlich ist es einfach eine Freude. Das ist etwas Ungewöhnliches und man kann einmal dieses Element, das die Kuppel eigentlich den Kosmos abbildet, verständlich machen. Sonst kommen die Menschen rein und sagen, es ist halt Architektur, ist halt rund und Schluss. Und jetzt kann man die Bedeutung viel besser erklären, dadurch, dass der Mars das Thema Kosmos mitbringt. Wichtig ist, dass wir hier tatsächlich mal zeigen, wie wir als Wissenschaftler verzahnt sind, nicht nur Naturwissenschaftler, sondern eben auch Kunst, Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Philosophie, Theologie. Es geht ja hier bei diesem Kunstwerk auch um das Leben als solches, also um das Menschsein, um das Leben, um die Schöpfung. Und das ist eine Frage, die nicht nur die Naturwissenschaftler berührt, sondern eben in ganz vielerlei Hinsicht auch andere Kulturwissenschaften berührt, die Theologie berührt, die Philosophie berührt. Und das ist das Besondere auch. Die Kunst führt praktisch in integrativer Weise und interdisziplinärer Weise diese ganz verschiedenen Sichtweisen um die gleiche Frage zusammen. Und das ist das Besondere an diesem Kunstprojekt.